Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir schauen mit dem großen Blatt ins Kollektiv. Was für Energien sind da verfügbar? Was darf ich euch weitergeben? Ich habe das Golden Magic Lenormand von der Gabi Mokros und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Hier läuft es so lala. Manchmal komme ich auch an meine Grenzen. Danke für alle nochmal, die an der Osteraktion mitgemacht haben. Für jeden Kommentar, für jedes Like, das ihr setzt oder auch Dislike. Und für alle Spenden bei PayPal, bei Super Thanks und auf meinem Konto. Jetzt gucken wir. Nachher könnt ihr noch dranbleiben für ein kleines Auswahlorakel. Und jetzt warten wir auf die erste Karte. Ja, eine Woche, in der sich vielleicht verstrickte Dinge zeigen, vielleicht auch Konflikte. Konflikte bei irgendeinem Thema, das uns am Herzen liegt. Es könnte hier tatsächlich auch jemand sein, eine Person, die hier Unruhe mitbringt, aber nur kurzzeitig. Irgendwie kann es so ein bisschen nach Konkurrenz aussehen oder jemanden, der einen einfach enorm triggert oder reizt. Wir haben hier so ein paar Wünsche und Sehnsüchte, die sich zeigen. Die Herzebene hat hier ein bisschen einen Konflikt. Irgendetwas läuft nicht so in die Richtung, wie wir es gerne hätten oder wie es unseren Wünschen entspricht. Aus der Umgebung raus habe ich so ein bisschen die Stresskarte. Könnte hier auch sein, dass wir viel zu tun haben oder es gibt ja immer Leute, die einen auch gern unterrichten, was wir alles so noch tun könnten. Irgendwas hat so ein bisschen eine unruhige Energie. Hier kann es wirklich sein, dass wir mit so verbalen Dingen umgehen müssen. Ich habe hier die Kommunikationskarten alle auf einem Platz. Ja. Hier entscheidet man sich, wo man noch was dazu sagt und wo nicht. Die Trigger sind groß. Man ist vielleicht verbal ein bisschen gereizt oder die Zündschnur ist kurz. Da reicht ja manchmal ein kleines Wort, ein kleiner Blick, irgendetwas. Und das bringt uns ein bisschen Stress mit. Stress, den wir eigentlich nicht hätten. Und der uns eigentlich auch vom Wesentlichen abbringt. Ich habe hier im Haus des Lebens den Baum drin. Ja? Quatsch, die Sonne drin. Und das heißt, eigentlich haben wir gute Energie zur Verfügung. Wir dürfen aufpassen, wo wir sie hineingeben. Ob wir uns in sowas mit reinziehen lassen oder nicht. Ist halt schwierig, ne? Wenn man sich getriggert fühlt, nimmt es so einen Automatismus an, wo man dann einfach mal raushaut oder dagegen geht. Kommunikation scheint ein Thema in dieser Woche zu sein, die ja so ein bisschen explosiv sein kann. Kommunikation auch, mit der man was beschneidet oder Grenzen setzt. Oder wo man auch ganz plötzlich merkt, so, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Wir haben die Neubeginne im Haus der Neubeginne drin. Die liegen hier eigentlich sehr schön. Ne? Wir haben hier das Weiterkommen, wir haben die Verbindlichkeiten, wir haben die Geldkarte mit dabei, die Berufskarte. Alles ist hier so zentral zur Verfügung, dass wir es im kleinen Bereich nach unseren Wünschen machen könnten, wenn da nur das Außen nicht wäre. Ne?
Hier geht es darum, etwas Emotionalem, was so in einem wohnt, einen speziellen Ausdruck zu geben. Das ist eine tiefe Emotion, die wir oft auch vergraben haben, die hier liegt. Eine Emotion, die eigentlich hindert im Vorankommen. Zugleich ist das Aussprechen dieser Situation, die ist bei allen unterschiedlich. Wir haben nicht alle die gleichen Emotionen, so dass sie wieder in Fahrt bringt, ne? Dass sie einen Punkt in uns anstupft, wo wir wieder auch Druck ablassen können, wo wir das, was uns hindert, wo wir emotional so getoucht sind, in die Klarheit bringen und die Hindernisse aus dem Weg räumen. Kann hier auch eine nötige Aussprache sein. Etwas, wo man mal auf den Tisch haut, wo man sagt, so, jetzt sage ich dir mal meine Wahrheit. Und wir können hier alles, was wir neu auf den Weg bringen oder überall da, wo Entscheidungen zu treffen sind. Wir haben den Stern im Haus der Wege drin. Hier zeigen sich gute Optionen, Sachen, die wir unter den guten Stern drehen können, wenn wir sie nutzen. Möglichkeiten, mit denen man so nicht gerechnet hätte. Gute Chancen. Hier haben wir in der Korrespondenz den häuslichen Bereich, den beruflichen Bereich und auch die Geldkarte mit dabei. Also es kann verbindlich um alles gehen, was so ein Lebensthema ist. Und die Sonne oder die Energie überstrahlt eben diese ganzen Lebensthemen. Also egal, was uns hier begegnet, auch an Konflikten, die andere in unser Leben mitbringen, haben wir trotzdem gute Optionen. Kann auch sein, dass wir hier vielleicht die Lernaufgabe haben, ja tatsächlich mal irgendwo eine Grenze zu ziehen oder auch andere zu bremsen, die immer unerwünscht ihren Senf zu irgendetwas dazugeben. Hier zeigt sich eine Blockade, die hat man im Thema Liebe. Ja. Hier geht es um Umbrüche, um Situationen, wo man merkt, dass man beim Thema Liebe sehr viel Hindernisse hat, wo man spürt, dass die Energie nicht so ist, in der Richtung man sie gerne hätte. Es kann hier um Ankommen gehen oder auch Sachen, die einen einfach nerven, ganz normale Sachen, die macht ein Gegenüber und es nervt. Und die Frage ist halt dann, wie gehen wir damit um? Wir können das vielleicht nicht ändern, aber wir können versuchen zu überlegen, wie wir das nehmen können, sodass es möglichst wenig Stressfaktor hat. Der ein oder andere hat hier vielleicht auch Zweifel an der Loyalität des Gegenübers oder an der gemeinsamen Richtung, die es gibt. Und ich habe auch, dass diese Zweifel eben die Hindernisse ausmachen, die wir hier spüren und dass es darum geht, das zu klären, ne? Dass man da eine Aussprache findet oder ein Konzept, wo man sagt, hier laufen wir nicht mehr in die gleiche Richtung. Die Verbindlichkeiten, die wir hier haben, die wollen irgendwie ein neues Feld, ne? Hier geht es darum zu gucken, wo braucht etwas, was mir verbindlich zur Verfügung steht, ob das jetzt im Liebesbereich ist oder im beruflichen Bereich, im häuslichen, in den Finanzen, einen anderen Grund, einen anderen Untergrund. Wo muss ich mich so entscheiden, dass meine Dinge, die mich so ein bisschen aus der Bahn werfen, vielleicht auch öfters mal, wo kann ich die verbindlich anders gestalten und mein eigenes Wachstum, auch emotional, hier wieder auf den Weg bringen.
Hier ist es auch so, dass das Unterbewusstsein sehr stark wirkt. Das zeigt einem eigentlich genau auf, wo etwas einen anderen Weg braucht, wo etwas auch vital belebt werden soll, also unter eine Energie, die mehr Lebensenergie mitbringt, anstatt sie zu ziehen. Hier liegt irgendwie ein großes Schattenthema. Das kann jetzt die Möglichkeit sein, dieses Szenario sein, dass wir Möglichkeiten nicht nutzen, bewusst uns in einer Situation halten, weil wir nicht akzeptieren können, dass sich was verändert, oder an sich die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, die hier aber wieder aufgelöst ist. Denn wenn man hier sich für irgendetwas entscheidet oder eine Option nutzt, liegt die hier mit Glück da und mit den Blumen auch so auf einen guten Weg bringend, ne? Jetzt ist es so, wie das Leben gibt dir ein Geschenk und du sagst nein, danke, ne? Ich mache alles lieber so, wie es war. Also man nutzt diese Option nicht und ja, bleibt dabei irgendwie auf der gewohnten Straße, die dann aber auch nichts Neues bringt. Wir sind sehr mit schicksalshaften Themen konfrontiert. Ich habe uns hier im Haus der Familien, wir denken hier drüber nach, was sich uns schon verneint hat, wo etwas nicht geklappt hat, wo wir Chancen auch nicht genutzt haben. Das ist uns hier sehr bewusst. Die Finanzen sind mit dabei, die Liebe, die Beziehungen. Eigentlich ist das so ein Thema, wo das Leben uns rundum fragt, wie zufrieden sind wir denn in unserem Leben? Wo machen wir etwas gerade so weiter und beklagen uns dann danach? Manche Dinge ändern sich auch nie, auch bei den Gegenübers zum Beispiel. Da kommt es dann halt auf uns drauf an, wie gehen wir damit um? Ja? Ich habe schicksalshafte Nachrichten, die trotzdem eine Entscheidung bewirken, eine Möglichkeit hier, sich eine neue Tür zu öffnen. Eine Sache, die hier, das Schicksalskreuz hat in jeglicher Spiegelung alle Lebensthemen mit dabei, ne? Das Haus, den Beruf, die Liebe, die Kinder, die Finanzen, die Beziehungsthemen. Das kann so eine Grundsatzüberlegung sein, ne? Wo stehe ich? Was mache ich mit den Dingen? Bin ich zufrieden, so wie alles ist? Lass mich mal ganz kurz auslegen. Ja, hier unten liegt so ein Konstrukt. Das bringt auch irgendwie plötzliche Veränderungen und Unruhe mit. Hier kann es um Familienthemen gehen. Also alles, was innerhalb des Familienkonstruktes ist. Andere Personen, die von außen mit einwirken. Es kann den Arbeitsbereich betreffen, wo man einfach merkt, hier braucht etwas eine Veränderung. Möglicherweise versucht man, das Arbeitsthema zu stabilisieren oder verbindlich weiterzuführen. Und man hat hier eben so diese Kommunikation, die von außen einen in den Konflikt bringt. Und wir sind hier unten, die Gedankenlastigkeit ist groß. Die Veränderungen, die hier liegen, liegen wieder mal im Haus des Schicksals drin. Sie können hier auch unser Gegenüber betreffen oder den gebenden Teil in uns. Und es kann eine Woche sein, wo alles so ein bisschen aufwühlend ist, obwohl man hier verbindlich gute Chancen hat, ne? Diese Sache mit den Entscheidungen ist hier so zentral, ne? Das ist wie wenn das Leben sagt, du hast immer eine Wahl, versuche mal die Wahlmöglichkeiten genauer anzugucken.
Das ist ja auch so ein bisschen ein Generationsproblem, ne? Wir Älteren, wir haben so gelernt, zum Beispiel, zieh die Sachen durch, gib nicht auf. Die jüngere Generation, da haben viele gelernt, geh nicht über deine Grenzen, und sowas scheint hier aneinander zu docken, da ein spezielles Gleichgewicht zu finden zwischen ich ziehe was durch und ich akzeptiere irgendwo, dass es nicht mehr geht. Die Woche ist sehr aufklärend wieder, ne? Wir haben plötzliche Klarheit. Möglicherweise haben wir auch ein Thema, das uns selbst nicht gehört, sondern wo wir uns mitdrehen. Ich habe für den einen oder anderen auch was ganz Schönes. Hier ist eine Person, die dich überraschen könnte. Das könnten hier sogar zwei sein. Einmal kommt sie aus dem Freundeskreis, einmal vielleicht aus der Familie mit einer Überraschung, ne, die sehr emotional macht oder wo man dann so auch diesen ehrfürchtigen Gedanken davor hat. Es kann etwas Kleineres sein, was hier sehr viel Freude auslöst. Ich habe hier auf dem Bereich der Herzensangelegenheiten einen großen Umbruch drin für uns. Die Sachen, die wirklich so zum Grübeln veranlassen, werden hier angezeigt. Man überprüft vielleicht auch die Stabilität, die man mit einem Partner hat oder mit der Vergangenheit, ne, mit Partnern, die man schon mal hatte. Hier unten liegen wir auch mit dem Gegenüber, geben, nehmen Meinungen. Im Prinzip liegt hier das Herz ganz zentral, ne? Einsteils hier mit den Familienthemen, mit den Themen, an denen wir gearbeitet haben und uns schon so ein Fundament errichtet haben und wo wir uns dann wieder zurückziehen oder auch so trennende Gedanken haben, weil dieses Konstrukt so nicht passt. Also es kommt halt drauf an, was mache ich damit oder wo muss ich für mich selber einen anderen Blickwinkel finden. Das, was hier im Arbeitsbereich liegt, ja, als plötzliche Wende oder auch als etwas, das eine Energie rausnimmt oder aufklärt, das liegt hier aber wirklich nicht als etwas, das dich beschneidet oder dir was wegnimmt, sondern wir haben in der Spiegelung die Sonne. Hier kommt eine gute Energie rein, die kommt vielleicht sehr plötzlich, vielleicht auch durch irgendeine Nachricht, ein Gespräch, eine Möglichkeit, die wir nutzen können. Vielleicht auch eine vom Schicksal gewollte Situation. Die Berufskarte liegt hier im Haus der Ruten. Allerdings in den ganzen Spiegelungen und Korrespondenzen hat es ein riesengroßes Potenzial für uns. Man hinterfragt vielleicht auch, wo bin ich im Konflikt mit dem, was ich arbeite oder wie es sein sollte? Wo möchte ich etwas verändern? Und wenn ich es rössel, habe ich dann nochmal die Sterne im Haus der Wege drin. Also hier entstehen tatsächlich Wege, die neue Türen öffnen, die hier Klarheit und Glück mitbringen. Und auch, ich sehe, dass sich etwas auszahlt, in das wir investieren. Ja? Das Thema Geld könnte eins werden, das hier auch, ich sag mal, zu Konflikten führt. Ja, für die Selbstständigen habe ich hier das Haus, ne, das Fundament. Ich habe hier den Ring dabei, ne, die Berufskarte, die Aufträge, die neue Türen öffnen. Auch hier könnten Personen sein, die sich einschleichen, die mit irgendetwas nicht zufrieden sind oder etwas einfordern oder meinen, sie seien nicht begünstigt. Und hier beim Rösseln habe ich nochmal die Stabilität und diverse Neubeginn. Es kann hier auch
das Gegenüber betreffen. Oder eben das, was man rein investiert. Hier liegt die gebende Kraft im Haus des Geldes. Also man überlegt wohl sehr gut, in was man investiert. Oder man hat vielleicht auch viel zu tun, um an das Geld zu kommen, das man benötigt. Ja, wir haben die Gottesanbeterin. Die sitzt hier in so einer Haltung wie im Gebet. Ja, und das könnte passender mal wieder nicht sein, denn sie ist die Meisterin der leeren Hand und sie kommt in unser Leben, um uns im Lebenskampf zu führen. Sie lehrt uns Fähigkeiten richtig einzusetzen. Sie lehrt für uns alleine einzustehen. Sie lehrt auch Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun und für das, was wir getan haben. Wenn die Gottesanbeterin erscheint, dann wird man aufgefordert, für sich selber und sein Recht einzustehen. Das liegt ja hier sehr verbal auch, dass wir hier nicht uns die Butter vom Brot reden lassen, ja. Sich wieder verbunden zu fühlen mit allem, in der Stille zu hören, zu lernen, zwischen Trugschein und Wahrheit zu unterscheiden, auf die innere Stimme zu hören, die Führung wieder mehr zu spüren und die innere Ausrichtung. Ja, und hier ist tatsächlich so ein Pendant zwischen Schweigen, Stille, Zwiesprache und überhaupt einer Auseinandersetzung mit der Kommunikation, die man so in alles reingibt. Und hier kommt ein ganz gutes Gefühl mit an, denn hier werden Wege geebnet. Hier ist das Haus der Wege, hier liegen die Sterne drin. Das passt wie Faust aufs Auge. Und die Karte sagt einfach, werde mal ruhig und gelassen, denn das Leben bringt ja alles, was du brauchst. So dieses Gefühl von, ich werde versorgt, das Leben trägt mich. Das Leben liegt hier im Haus der Ringe. Ja? Also was habe ich verbindlich, was mein Wachstum und meine Fülle und meine Stabilität mitbringt, auch wenn sich Dinge verändern oder etwas eine Kurskorrektur kriegt. Und tatsächlich haben wir hier oben ein Thema in der Liebe und wir haben hier unten auch die Liebe dabei. Hier ist man vielleicht auch auf diesem Posten, wo man den Konflikt, der sich hier oben auch anzeigt, mit der Liebe löst, wo man guckt, wo um mich herum werde ich geliebt. Romantische Prozesse kommen hier in eine Genesungsphase. Man spürt auch wieder selber die Liebe besser zu etwas, zu jemandem. Hier zur Arbeit auch, ne? Zu dem, was man tut, mit welcher Energie tut man das. Hier geht es auch sehr um Wertschätzung. Hier geht es darum, dass man für das, was man gibt, etwas zurückbekommt, eine Anerkennung. Und hier gibt es zwar Herausforderungen und die Karte sagt aber, gib mal da ein bisschen ab, gib nach oben ab, so wie es die Gottesanbeterin auch tut. Und dann werden sich auch Herausforderungen auf wundersame Weise bewerkstelligen lassen. Und es geht einfach darum, das sagt die Karte auch, dass wir mal versuchen, darauf zu vertrauen, dass sich alles im Leben auf elegante und optimale Weise entwickeln kann. Dass hier der Angst die Liebe folgt. Und es geht auch um das Gefühl, dass wir richtig sind, wie wir sind. Dass wir uns hier nicht
streitbar machen müssen bei irgendwem oder bei irgendjemand oder uns beweisen. Wir haben uns schon unseren Platz erarbeitet. Okay, ihr Lieben, das lassen wir mal so stehen. Könnte ein bisschen herausfordernd werden, aber wir haben ja die Aufgabe auch gehört. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Ihr könnt für ein kleines Impulsorakel noch dranbleiben. Und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Schauen wir, was für ein Impuls für die Woche noch für uns da ist. Ui. Immer wollen hier zwei raus. So, dann dürft ihr wählen. Ich stelle mal absichtlich nichts dazu. Und ich nehme die rechte Seite. So. Das passt ja schon mal wieder sehr gut, denn hier steht jemand verbal mit Worten für eine Sache ein, die ihm am Herzen liegt. Hier geht es auch darum, dass man die richtigen Worte kriegt, um die Aufgabe brillant zu machen. Hier ist so ein bisschen die Positivität wichtig, dass man positiv mit den Dingen umgeht und dass man sich emotional auch so distanzieren kann, dass man seine Dinge gut vorbringt. Hier kommt ein erfolgreicher Abschluss, man hat eine ungeheure Leistung vollbracht, man hat etwas vollendet, man darf stolz sein, man hat wirklich einen guten Job gemacht. Man hat hier sehr viele Erkenntnisse gewonnen und die Karte sagt, hier haben wir was zum Abschluss gebracht und bald wird man eine neue Reise beginnen. Und wir sollen nicht vergessen, das, was wir uns erarbeitet haben hier, definitiv auch mal zu fühlen. Also so dieses, ich bin stolz auf mich, ich habe was erreicht, ich habe mir ein Ziel gesetzt und habe es erreicht und gehe nicht gleich zum nächsten hin, sondern ich genieße das mal. Es geht um Harmonie in der Familie und hier kommt tatsächlich die neue Idee, ne? Wenn hier sich etwas beendet, hat man hier vielleicht wieder das Gefühl, dass man sich etwas Neues erarbeitet. Kann hier auch etwas sein, das an sich so gelagert ist, dass es für alle Entlastung mitbringt. Ja, wir sind Sieger, also irgendwie gelingt uns hier etwas Gutes. Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt mit Licht, Kraft und Zuversicht. Hier darf man auch einmal etwas wagen für sich selbst. Und wir sollen uns hier nicht ausbremsen lassen, ne? Schreite beschwingt voran und akzeptiere kein geht nicht. Rechne mit wunderbaren Lösungen. Hier haben wir noch für uns, klasse, mit der 33 den Engel des Heiligen Geistes, der sich über uns ergießt. Hier geht es um die Verbindung, von der uns nichts trennen kann, irgendwie mit dem Göttlichen. Und in dieser Karte liegt sehr viel freudige Erwartung in der Luft. Hier bahnt sich was Tolles an. Hier haben wir ja, du bist Sieger.
Und man hat hier dieses Ding, dass man auch großen Segen anzieht. Ne? Es geht darum, vielleicht sich auch mal Bewusstsein zu nehmen, das doppelt sich. Wir hatten im großen Blatt die Gottesanbeterin, dass man seine Verbindung zum Göttlichen pflegt, dass auch in uns das Licht ist, das wir nur erwecken brauchen. Und sobald sich der Heilige Geist aus einem verströmt, hat jedes der Gebete oder Absichten oder auch das, was man sagt, ne? Das liegt ja auch dabei, eine genesende Kraft und natürlich auch Auswirkungen auf unser Außen. Wir nehmen noch ein Vögelchen mit. Die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Hier haben wir ja den Abschluss. Ne? Hier werden wir für etwas belohnt. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Wunderbar. Dann schauen wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ihr dürft auch handeln. Ihr könnt hier große Dinge vollbringen, eure ganze Kreativität an den Tag legen, geliebte Projekte ins Leben rufen. Hier liegen ja auch, oder hier lag im großen Blatt das Kind im Haus des Kindes drin, überstrahlt von der Sonne. Ja. Und hier geht es ein bisschen um Emotionen. Das haben wir auch im großen Blatt gehabt. Ne? Man neigt öfters mal dazu, die Erinnerungen zu verklären oder die Vergangenheit vielleicht auch als besser zu bewerten, als sie denn war. Oder vielleicht auch als schlechter. Die Verbindung zum inneren Kind ist eher wichtig. Kinder könnten ein Thema sein und möglicherweise muss man sich auch erneut mit dem inneren Kind verbinden. Ihr habt die finanzielle Genesung und damit das Vereinfachen eures Lebens. Da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Ne? Hier habt ihr vielleicht die Mittel, die ihr euch hier mit Kreativität und Fülle erschafft, mit denen ihr es euch einfacher machen könnt. An sich ist das eine Botschaft für die Woche, wo ihr wirklich drauf gucken könnt, wo trete ich eine schwere Mühle, wo brauche ich Erleichterung. Der Holunder. Also dieses Ding, dass alles jetzt ist, dass alles zusammenwirkt, auch die Gegensätze und dass das, was wir heute denken, unser Morgen gestalten wird. Emotionale Genesung mit Uriel. Hier kann man sich mal auch so ein bisschen versöhnlich zeigen und Ärger und Groll weglassen. Und wir haben hier den Engel des weichen Fokus. Sei fokussiert und gleichzeitig voller sanfter Hingabe. Hier kommt es so ein bisschen drauf an, wie gehe ich damit um, wenn ich was durchsetzen will. Und das hatten wir auch im großen Blatt. Man kann das verbissen tun, man kann es aber auch mit Leichtigkeit tun oder mit etwas, was man einfach mehr im Flow durchsetzt und wo man die Kraft auch mehr bündelt. Hier ist auch sehr viel geistige Weiterentwicklung, die spürbar ist. Und es geht darum, auch den Ehrgeiz so zu lenken, dass er nicht schädlich ist. Ne? Also Erschöpfung oder sowas kommt ja auch oft, wenn man hart und verbissen etwas durchzieht. Und hier geht es ja darum, auch das Leben zu vereinfachen, nicht in die Extreme zu gehen. Die Ziele und das, was man haben möchte, einfach entspannter anzugehen. Oh. Der Rotkardinal. Wenn du Single bist, wird bald die Liebe zu dir finden. Falls du in einer Beziehung bist, wird die Leidenschaft wieder aufleben. Solltest du untreu sein, wirst du ermahnt, dem Partner treu zu sein. Und wir haben den Goldammer. Ja, ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Hier haben wir die finanzielle Genesung. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an, entdecke den Schatz in deinem Innern.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und bis Sonntag.